Im Sommer 1935 brach mein Großvater mit seinen 2 Freunden Waldi und Willi zu einer Süddeutschland-Radtour auf. Sie waren damals 17 Jahre alt und starteten im westfälischen Hamm. Von dort aus fuhren sie weite Strecken am Rhein bis zum Bodensee, weiter nach München und über Würzburg vorbei an Frankfurt wieder zurück ins heimische Hamm. Anhand von Fotos und Erzählungen konnte ich die Fahrradtour rekonstruieren und bin die Strecke selbst nachgefahren. Hier teile ich das Erlebte mit euch. Für mich war die Süddeutschland-Radtour eine Reise in die Vergangenheit. Hier begann damals mein Opa seine Reise. Das Elternhaus steht noch. Über Google Maps habe ich zudem herausgefunden, dass im Garten eine Bergbaulore steht. Glück auf, sagt man in dieser Region. Kommt lebendig und möglichst wohlbehalten zurück. Wird aus tiefstem Herzen gewünscht. Und so startet sie, meine Reise in die Vergangenheit. Ich fahre jetzt die Strecke ab. Ich bin jetzt hier gestartet auf der Nordbahntrasse in der Nähe von Wuppertal. Und das ist auch ein super schönes Stück. Das führt entlang immer von einer alten Bahnstrecke, die stillgelegt wurde und neu geteert wurde. Also ein super Einstieg und ich freue mich auf die Tour. Ein Tunnel und weiter entlang der Nordbahntrasse. Die Nordbahntrasse führt einen auch immer durch Tunnel. Ja, und das ist also ein sehr abwechslungsreiches Stück. So, keine 10 Kilometer gefahren, schon fängt es an zu regnen. Aber momentan tröpfelt es nur. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Es kommt gerade auch mal wieder so ein bisschen ländlicheres Stück. Jetzt so Hahn, Solingen und so, das ist natürlich sehr städtisch und es wird auch gleich nochmal wieder sehr städtisch. Natürlich navigiere ich mit dem Handy und das hat mir dann angezeigt, dass es in Stromsparmodus ging. Ich habe so ein Akku-Pack, wo ich das Handy rein tue und dann dachte ich, mach's einfach mal an und dann hätte das Handy gar nicht geladen. Da dachte ich, um Gottes Willen, da wäre ich ja ganz schön aufgeschmissen. Was mich natürlich zu dem Thema bringt, dass mein Opa damals natürlich komplett ohne Handy gefahren ist. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie sich einfach an Straßenschildern orientiert haben und dass sie auch eine Landkarte mit hatten. Sieht man auch auf dem einen Foto, wo die morgens beim Café die Karte studieren. Ja, das hat natürlich bestimmt noch mal einen besonderen Reiz dieser ganzen Radtour gegeben, dass man damals mit Karte und Straßenschildern navigiert hat. Genau, jetzt geht es aus Leverkusen raus und es sind noch so 5 Kilometer bis Köln-Mühlheim. Ich bin jetzt etwas über 50 Kilometer gefahren und der Akku wird langsam leer. Ich bin ja mit dem E-Bike unterwegs, das ist ja auch mal was Neues. Und zwar habe ich ja bei mir 2 Akkus mitgenommen. Und ja, ich werde das mal ausprobieren, wie weit ich da so komme. Ich plane auch mittags bei der Mittagspause das Fahrrad auflade. Und ja, so ich denke mal, basierend auf den Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe, sind 100 Kilometer pro Tag locker drin. Ich habe auch Etappen, wo ich wesentlich weiterfahren werden muss. Akku ist gewechselt, weiter geht's. Da ist er drin. Da ist er, der Dom.
Hier am Kölner Dom entstand die erste Fotografie, die mein Opa auf der Fahrradtour gemacht hatte. Interessanterweise hatte er den Dom nicht von vorne, sondern von der Seite fotografiert, wie man hier sieht. Wir sagen Tschüss. Tschüss Dom, weiter geht's. Für mich ging es an diesem Tag noch weiter Richtung Süden, denn Bonn war mein Tagesziel. So, das war die erste Etappe, knapp 90 Kilometer. Ich bin gerade hier über die Kennedy-Brücke rübergefahren, nochmal auf die linke Seite vom Rhein. Ich werde heute bei Freunden übernachten, die hier in Bonn wohnen. Ja, ich freue mich. Das war die erste Etappe. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Ciao. Hier nochmal die erste Etappe im Schnelldurchlauf. Gestartet bin ich bei Wuppertal auf der schönen Nordbahntrasse. Dort ging es dann immer weiter Richtung Köln, vorbei an Opladen, dann am Leverkusener Hauptbahnhof auch vorbei. Dann war ich schon am Rhein, habe die Rheinseite überquert und hier am Kölner Dom immer weiter Richtung Süden und letztendlich bin ich dann geendet in Bonn. Es waren knapp 92 Kilometer. Wie immer findet ihr die Strecken auch auf meinem Komoot-Profil. Guten Morgen hier vom schönen Rhein. Es ist jetzt 8:30 Uhr und ich starte jetzt die zweite Etappe. Heute liegen ungefähr 130 Kilometer an. Ich fahre heute am Rhein entlang über das Deutsche Eck, über Kaub bis nach Bingen. So ist der Plan. Wettervorhersage ist leider nicht ganz so gut. Könnte sein, dass es gegen Nachmittag regnet, aber schauen wir mal. Heute Abend werde ich auf jeden Fall auf dem Campingplatz schlafen. So, jetzt geht es von der rechten Rheinseite wieder auf die linke Rheinseite rüber. Über die Konrad-Adenauer-Brücke.
fahre ich hier am Rhein entlang vorbei an Remagen. Mizi. Das Wetter ist echt weird heute. Also da wo ich hinfahre, scheint die Sonne. Ich habe jetzt sogar auch mal die Hose gekürzt. Aber hinter mir, da ist es düster. Also ich fahre so ein bisschen dem schlechten Wetter davon. Und da das so ist, werde ich jetzt keine Zeit verstreichen lassen und mich direkt wieder aufs Fahrrad schwingen. Jetzt geht's durch den düsteren, finsteren Wald. Nun kam ich an der Stelle vorbei, wo in Koblenz die Mosel mit dem Rhein zusammenfließt. Und hier hatte mein Opa mit seinen Freunden vor 90 Jahren das deutsche Eck erblickt. Das nächste Foto, was ich auf meiner Reise nachstellen konnte, war das der Kaiser-Wilhelm-Statue am Deutschen Eck. Diese Statue wurde 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges von den Amerikanern komplett zerstört. Erst 1993 wurde die Statue durch eine neue Statue ersetzt, aber wie ihr sehen könnt, kann man zu der Statue von vor 90 Jahren kaum Unterschiede feststellen. Von mir unbemerkt hatte sich eine Fährüberfahrt über den Rhein in meine Komoot-Route eingeschlichen. Hier seht ihr die Überfahrt. Am Nachmittag begann dann für mich der Wettlauf mit dem Wetter und der Zeit. Mein Plan war es eigentlich, dass ich bis nach Bingen fahre. Allerdings wollte ich auch mein Zelt im Trockenen aufbauen und daher entschied ich mich dann an diesem Tag, dass ich nur bis Oberwesel fahren würde und dort einen Campingplatz aussuchen. So, letzte 3,8 Kilometer. Ich werde um 5:30 ankommen beim Campingplatz. Das ist die ganze Zeit am Nieseln. Jo, jetzt muss ich nochmal durchziehen, aber dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, mich auszuruhen.
Kilometer mehr machen müssen, aber wir schaffen das. Ziel. So, ich guck mal gerade. Mit 113 Kilometern hatte ich an diesem Tag nicht ganz mein Tagesziel erreicht. Ich musste aber aufgrund des Wetters Kompromisse machen. Da werde ich heute Nacht schlafen. Da fahren die Frachter. Und das ist der Campingplatz. Herrlich. Ich sitze jetzt hier unter so einem Pavillon und gucke auf den Rhein. Und ich muss euch sagen, zum Laden ist der Campingplatz hervorragend geeignet. Hier ist so eine Kabeltrommel. Ich habe da jetzt einfach alles angesteckt. Ich lade auch mein E-Bike-Akku. Also wenn ihr mit dem E-Bike unterwegs seid und einen Campingplatz hier am Rhein sucht, den kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das Personal auf dem Campingplatz war nicht nur sehr freundlich, der Campingplatz war auch sensationell günstig. Ich habe nur 12 € für die Übernachtung bezahlt. Abends habe ich dann noch den Abend bei einem leckeren, reichhaltigen Essen im Restaurant Alanya ausklingen lassen. Beides kann ich euch sehr empfehlen. Und so ging mein zweiter Tag zu Ende. Und hier nochmal der zweite Tag im Schnelldurchlauf. Gestartet war ich in Bonn und da ging es dann am schönen Rhein entlang immer flussaufwärts, sieht man auch im Höhenprofil, vorbei an Remagen, Neuwied, letztendlich bis Koblenz. Hier konnte ich ein weiteres Foto nachstellen von meinem Großvater und dann ging es immer weiter. Ich hatte nicht aufgepasst und Komoot hatte mir eine Fährüberfahrt beschert. Ganz am Ende an der Loreley vorbei und dann auf den Campingplatz. Das war mein zweiter Tag. Guten Morgen, ich habe gut geschlafen. Geht ein bisschen leiser, weil hier auf dem Zeltplatz ist natürlich, sind auch andere Leute. Ja, es ist jetzt kurz vor 7. Es nieselt ein bisschen, deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich möglichst schnell das Zelt abbaue und dann mich wieder aufs Fahrrad schwinge. Bis gleich. Jetzt rolle ich wieder. Wie gesagt, ist es heute leider regnerisch und nieselt. Deswegen habe ich heute mal die Regenmontur angezogen. Das soll nachmittags wieder besser werden. Wir werden einfach mal das Wetter im Auge behalten. Aber jetzt rolle ich zu meiner ersten Station nach Kau. Eine Burg mitten im Rhein errichtet. Ich kann verstehen, dass mein Großvater und seine Freunde von diesem Bauwerk fasziniert waren. Die Burg Pfalz-Grafenstein wurde 1326 errichtet und diente dazu, dass vorbeifahrende Schiffe dazu angehalten wurden, ihren Zoll zu entrichten. Genau hier muss Opa vor 90 Jahren gestanden haben. Da ist die Festung auf dem Rhein und da ist mein Bikey. Signal, Signal. Hier ist schwer was los. Hier ist nämlich direkt auch der Fähranleger, der rüberlegt nach Kau. (2007) erhielt die Burg Pfalz-Grafenstein einen neuen Anstrich, den man hier sehen kann. Dadurch wirkt die Burg viel heller als in den Fotos von vor 90 Jahren.
mal wieder ein schön geteerter Radweg. Unten am Rhein ist das teilweise ziemlich schlaglochbehaftet und da wünscht man sich fast ein Fully Mountainbike. Aber ja, so ist das. Schwer nachzuvollziehen, was für Strapazen mein Opa und seine Freunde wohl auf sich genommen haben. Ich glaube, zu der Zeit vor 90 Jahren waren weder die Wege noch so gut, noch gab es so gute Fahrräder wie heute. Also ich gehe schwer davon aus, dass die Fahrräder um die 30 Kilo gewogen haben müssen und nur einen einzigen Gang besaßen. So, Ade, lieber Rhein. Ich fahre jetzt nach Bad Kreuznach. Ich bin jetzt in Bingen. Quasi habe ich den Rhein verlassen und fahre jetzt ins Landesinnere nach Bad Kreuznach. Das ist alles linksrheinisch, wo ich jetzt hier fahre. Und ja, mein Tagesziel ist heute Bruchsal, wo ich bei meiner Tante übernachten werde. Also noch einmal zelten, dann heute mal wieder zurück in die Zivilisation. Ab Bingen teilte ich mir die Strecke mit 3 netten anderen Radfahrern, die auf dem Weg nach Ludwigshafen waren. In Alzey fand ich dann einen Bäcker, wo ich auch endlich ausgiebig den Akku laden konnte. Ich bin jetzt aus Alzey raus, dort eine schöne Pause gemacht beim Bäcker. So, und jetzt geht die Tour weiter. Komoot hat ab und zu auch immer gute Überraschungen für einen gut. Ich bin froh, dass es jetzt nach diesem Feldweg hier auch wieder auf eine zumindest geteerte Straße geht. This is Worms. Made it. So. 100 Kilometer geschafft. Navi sagt mir aber, dass ich noch so ungefähr 60 Kilometer habe. Ich werde jetzt gleich mal das Handy in die Akkuschale tun. Das braucht ein bisschen Saft und ich mache eine kurze Pause. Bis später. Endlich mal ein bisschen Windgeschütze hier. Jetzt sind wir schon in Speyer. Speyer. Auweia. Auweia, wir sind schon in Speyer. Noch 23 Kilometer. Wann mein Opa und seine Freunde den Rhein verließen und sich Richtung Bodensee auf den Weg gemacht hat, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich hatte mich auf jeden Fall entschieden, dass ich hier in Speyer
wieder von der linken auf die rechte Rheinseite rüber wechsle, damit ich dann am Abend bei meiner Tante übernachten konnte. Hier in Speyer fahre ich jetzt wieder über den Rhein und ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, 25 Kilometer oder sowas bis zum Tagesziel. Willkommen in Baden-Württemberg. In Hambrücken machte ich an einem idyllischen Platz noch einmal Halt und fuhr dann bis zur Tagesetappe nach Bruchsal. So, wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt in Bruchsal angekommen. Das ist mein Tagesziel. Die Etappe war 158 Kilometer lang. Ich verabschiede mich. Bis morgen. Ciao. Und hier der dritte Tag im Schnelldurchlauf. Gestartet war ich auf dem Campingplatz und konnte dann direkt bei Kaub das erste Foto nachstellen. Vorbei an Bingen ging es dann landeinwärts. Man sieht hier auch, ich musste mich tatsächlich ein bisschen den Berg hochquälen. Und dann ging es wieder bergab und auch wieder Richtung Rhein. An Worms vorbei bis nach Speyer. Speyer wieder über den Rhein und dann letztendlich bis Bruchsal. Insgesamt 159 Kilometer, das war die längste Etappe. Guten Morgen und hier ein wunderschöner Blick von der Andreas-Staffel. Am vierten Tag wollte ich bis Tübingen fahren und hatte somit eine Strecke von knapp 100 Kilometern vor mir. Um dorthin zu gelangen, musste ich Teile Badens und das Land der Schwaben durchqueren. In 15 Kilometern bin ich in Pforzheim. Beziehungsweise ich fahre an Pforzheim vorbei. Danach geht's nach Böblingen.
Heute geht es auch öfter mal bergauf, bergab. Obwohl die Sonne schien und das Wetter wirklich gut war, hatte ich am 4. Tag meinen Tiefpunkt, war konditionell etwas platt. Nachdem ich am Vortag knapp 160 Kilometer gefahren war, musste ich an diesem Tag tatsächlich etwas kämpfen. Jetzt gerade mal ein richtig schönes Stück durch den Wald. Das ist herrlich entspannt, nachdem ich die ganze Zeit gegen Wind gefahren bin. Ah, ist das schön. Ich muss echt sagen, nachdem ich gestern richtig geballert habe, ist es heute ziemlich zäh. Aber ich habe gerade lecker Mittag gegessen, ist der Magen gefüllt, war beim Italiener, habe eine kleine Pizza gegessen und schön Espresso getrunken. Jetzt kann ich wieder Kilometer machen. Die Hälfte von der Etappe heute habe ich ungefähr schon rum, also 45 Kilometer habe ich schon geschafft. Was das Essen anging, konnten Opa und seine Freunde nicht so wählerisch sein. Erzählungen zufolge hatten sie jeder 50 Reichsmark mit, was einer heutigen Kaufkraft von knapp 265 € entspricht. Gemessen daran, dass sie vermutlich mehr als 2 Wochen unterwegs waren, war das natürlich nicht viel Geld, was sie pro Tag ausgeben konnten. Dazu später mehr. Schöner Waldweg, kurz vor Tübingen. Was mir Opa jedoch erzählt hatte, war, dass sie einmal durch Glück Zeuge davon wurden, wie ein Landwirtschaftstransport Rüben verlor, die sie sich dann natürlich als Essen zubereiteten. Zieleinlauf Richtung Tübingen. Am Ende des Tages hatte ich dann doch etwas mehr als 100 Kilometer gefahren und hatte auch 1162 Höhenmeter auf dem Tacho. Also auf der Radtour war das, glaube ich, die Etappe mit den meisten Höhenmetern. So, 104,8 Kilometer. Hier ist das Ziel. Lecker Camping Tübingen. Dann checke ich das mal. Puh, das war heute doch ein bisschen heftiger als geplant. Auch dieser Campingplatz war wieder sehr nett, auch gut gelegen, fußläufig in Altstadtnähe. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass man hier gegen Pfand Schließfächer zum Laden bekommen hat. Super praktisch, dort konnte ich dann meine elektrische Ausrüstung inklusive Fahrradakku problemlos über Nacht laden. Abends schleppte ich mich dann, müde wie ich war, in die Altstadt und habe dort noch in einem japanischen Restaurant lecker gegessen. Zu viel mehr war ich nicht mehr in der Lage und so ging mein 4. Tag zu Ende. Da die Radtour von meinem Opa im Sommer stattfand, bin ich mir sicher, dass sie auch des Öfteren mal im Freien geschlafen haben. Aus Erzählungen weiß ich, dass sie das eine oder andere Mal auch in einer Scheune untergekommen sind. Auf ihrer Radtour versuchten sie auch einmal Hilfe bei einer Kirche zu finden, um dort übernachten zu können. Dort wurden sie jedoch sehr harsch abgewiesen. Was ich allerdings gehört habe, ist, dass sie des Öfteren Hilfe durch die ländliche Bevölkerung erhalten hatten. Am 4. Tag bin ich in Bruchsal gestartet und musste durch das Land der Schwaben am Bretten vorbei. Hier durchaus mit ein paar Höhenmetern. Mich Richtung Tübingen durchschlagen. Ja, dieser Tag war etwas anstrengend. Entsprechend habe ich hier nur knapp 100 Kilometer absolviert.
Guten Morgen. Oh, heute habe ich mal ausgeschlafen. Es ist jetzt 20 vor 8. Jetzt will ich mal alles zusammenpacken. Ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Ich habe geträumt, ich wäre in einem Hotel und dann bin ich wach geworden und dann war wieder alles gut. Ich hier mal schön im Zelt. So, dann packe ich mal. So, Zelt abbauen wie immer im Niesel. Geben wir Gas. So, hier schon mal schon mal erster Anstieg hier. Auf Wiedersehen. Tschüss Camping. Hier geht's jetzt über Neckar. Hier auch so schön markante blaue Fahrradwege. Begrüßt werde ich heute Morgen mit so einem wunderbaren Fahrradweg, schön lockeres Einrollen. So habe ich mir das vorgestellt. Ich fühle mich heute auch schon viel besser. Ich habe richtig gut geschlafen. Ja, und dann werde ich heute die 120 Kilometer hoffentlich gut über die Bühne bringen. Vorbei an den Reihern geht es jetzt raus aus Tübingen. Ich fahre heute über Reutlingen. Jetzt ist so die nächste Etappe. Perfekter Teerweg. Ein Traum. Ich fahre jetzt aus Fullingen raus. Heute ist vom Wetter her ganz angenehm, ist bedeckt, nicht zu heiß, so angenehme, kühle Luft. So, die Straße, auf der ich mich befinde, heißt passenderweise auf der Schanz. Geht hinan. Was man hier leider nicht mehr erkennen kann, aber hier steht Simon Geschke. Also das scheint auch mal hier irgendwie eine Etappe von einem Fahrradrennen gewesen zu sein. Aber kein Wunder, ist auch guter Asphalt. Jo, den Simon habe ich ja sogar mal getroffen am Rand von der Tour de France. Respekt! Du bist der Beste! Respekt! Haben wir den angefeuert. Das war eine coole Sache. Das war seine letzte Tour, die er da gefahren ist. Im letzten Jahr. Heute durchaus einige Steigungen mit dabei. Ich glaube, die 1000 Höhenmeter werden wir locker knacken am Ende des Tages. Der
Das erste Mal auf der Tour ein kleiner Defekt, beziehungsweise hier hat sich die Kette verklemmt. Muss ich jetzt erstmal beheben. So, Motorschaden behoben. Kette ist wieder drauf. Muss ich ein bisschen aufpassen. Das war gerade beim Schalten, als ich über die Straße fahren wollte, schnell. Aber da war ich noch im schweren Gang. Und jetzt rollen wir wieder. So, die Kollegen überhole ich auch immer wieder und dann überholen die mich und dann überhole ich sie wieder. Die haben mich gerade auch bei der Reparatur überholt. Was für eine Idylle hier. Herrlich. Gleich 44 Kilometer gefahren. Jetzt geht es endlich mal ein bisschen bergab. Aber der erste Akku ist so gut wie leer, nur noch 2%. Ich werde heute auf jeden Fall einen ausgiebigen Ladestopp einlegen müssen. Der Weg hier ist jetzt auf jeden Fall ein absolutes Sahnestück. Perfekt geteert. Keine Autos. Und schöne Natur. So hatte ich mir das vorgestellt. Und wieder mal musste ich bei knapp 45 Kilometern den ersten Akku wechseln. Bin ich hier schon an der Donau. Da ist sie, die Donau. Fahr ich rüber. Dann geht es jetzt an der Donau entlang. Ich gar nicht so auf dem Schirm. Hat Komoot toll geplant. Eben Störche gesehen, die habe ich auch gefilmt. So, ich mache jetzt gerade hier Mittagspause in Riedlingen beim Donauduck. Ich habe mich hier mal reingesetzt. Hier ist ein bisschen wärmer. Es ist doch recht windig draußen. Blöderweise habe ich vorhin eine Drohne geschrottet. Als sie gelandet ist, habe ich weil es windig war, hat die nochmal Gas gegeben und dann habe ich diese mit der Hand runtergedrückt. Dann bin ich mit dem Finger hier reingekommen in den Käfig. Jetzt ist ein Stück von dem Rotor abgebrochen. Und jetzt hebt sie nicht mehr. Sehr schade. Die werde ich nicht mehr einsetzen können hier auf der Fahrt. Na, holt euch einen Frosch-Snack. Jetzt fahren wir aus Ertingen raus. Ich hatte gerade in dem Restaurant, wo ich Mittag gegessen habe, noch eine schöne Begegnung. Und zwar kam ich ins Gespräch mit einer Frau, die sich erkundigt hatte, als ich gerade wieder zusammengepackt habe. Und die hat dann gefragt, auf was für eine Radtour ich bin. Dann habe ich erzählt, dass ich die Strecke, die mein Opa von 90 Jahren gefahren ist, nachfahre. Und ja, das hat sie sehr interessiert. Sie hat sich sogar dann noch ein paar von den Fotos angeguckt und hat dann auch so ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, vielleicht schaut er ja von oben zu. Und am Ende hat sie mir noch Gottes Segen gewünscht. Das fand ich ganz schön, weil mein Opa war auch sehr gläubig. Und ja, das
War eine sehr schöne Begegnung. Die werde ich auf jeden Fall mit abspeichern auf dieser Tour. Geht es durch Gottes weites Land. So, 96 Kilometer gefahren, gerade den zweiten Akku gewechselt. Aber ich habe ja beim Mittagessen den ersten wieder aufgeladen. Der hat jetzt so 65%, damit komme ich locker durch heute. Bombs. Oh, Landkreis Ravensburg. Das ist schon mal gut. Da wollen wir heute hin, das ist das Tagesziel. Steht das erstmal Friedrichshafen am Schild. Nice. Da bin ich morgen. Ich habe jetzt hier nochmal kurz Stopp gemacht am Solarpark Bombs Hagenmoos und die produzieren ordentlich Megawatt. Ich muss sagen, also heute die Strecke gefällt mir super gut. Das sind nur selten solche Betonplatten, meistens ist das richtig guter Asphalt, also ist richtig toppi. Und jetzt wollte ich euch noch eine lustige Sache von heute Morgen erzählen. Und zwar, als ich heute aufgestanden bin und meine Garmin-Uhr gestartet habe für die Aufzeichnung, hieß es dann, hat mich die Garmin-Uhr gewarnt, hat gesagt, ja, mach doch heute mal kein Training, ruh dich doch mal heute aus. Vielleicht ist das besser, damit du dann irgendwie beim nächsten Mal mehr Leistung bringen kannst. Habe ich nicht verstanden, aber fand ich lustig. Gut, ich schwinge mich mal wieder aufs Fahrrad, also 100 Kilometer habe ich jetzt schon, 105 oder so. Und so knapp, keine Ahnung, 25 oder so muss ich noch. Bis später. Tagesziel erreicht. Ich werde jetzt noch eine kleine Pizza in der La Piazza essen. Und dann besuche ich meinen guten alten Freund Marshall Impartial, bei dem ich heute übernachten werde. Bis dahin, ciao. Am 5. Tag ging es in Tübingen los. Wie ihr im Höhenprofil sieht, war es auch durchaus bergig. Bei der einen Etappe waren ja sogar noch Schriftzeichen auf dem Boden von, ich glaube, das war vielleicht mal eine Deutschlandtour oder so. Seht ihr auch, dann ging es bergab, da konnte ich richtig Gas geben. Hier der Geheimtipp, wenn ihr mal Störche sehen wollt, in der Gegend im Mai sehr gut möglich. Also natürlich auch ein schönes Erlebnis auf der Strecke, dann mal die Natur zu erleben. Ja, ansonsten tiefes Schwabenland, sehr ländlich. Mir hat die Passage insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Wie immer findet ihr natürlich die GPX-Tracks bei mir auf dem Komoot-Account. So, 8:30 Uhr, es geht jetzt wieder weiter. Ich wollte jetzt hier gerade das Training starten, also die Tour. Und jetzt sagt er wieder, heutiger Vorschlag Erholung, kein Training, damit du für ein zukünftiges, härteres Training bereit bist. Ja, witzig, oder? Naja, also das geht nicht. Ich habe noch ein paar Tage vor mir. Ja, ich fahre jetzt weiter, jetzt geht's nach Friedrichshafen. Krass. Man sieht das erste Mal Berge. Da oben liegt sogar noch Schnee. So weit bin ich schon gefahren. Jetzt geht's auf den Bodensee zu.
Wenn man von Norden aus nach Friedrichshafen reinfährt, kommt man zwangsläufig am großen Flugfeld vorbei. So ging es mir an diesem Tag auch. In der Ferne erblickte ich einen Zeppelin. Und so musste es meinem Opa und seinen Freunden auch ergangen sein. Als sie über Norden nach Friedrichshafen einfuhren, mussten sie zwangsläufig an dem großen Zeppelin-Flugfeld vorbeigekommen sein. An diesem Ort liegt der Zauber der großen Ära der Luftschifffahrt mit den Zeppelinen noch in der Luft. Geschichte und Glanz vergangener Zeiten sind hier lebendig geblieben. Ich bin jetzt hier am Zeppelin-Flugfeld. Hier war die Stelle, wo mein Opa damals auch den Hangar und das Zeppelin-Flugfeld bewundert hat. Hier ist das Bild, wo sie Richtung Halle schlendern. Ich vermute, dass im Zweiten Weltkrieg diese Halle kaputt gebombt wurde und dann danach eine neue aufgebaut wurde, so wie man sie jetzt gerade sieht hier. Ich glaube, dass das eine neue Halle ist. Das ist aber meine Vermutung, ich kann das nicht sicher sagen. Zäune gab es damals nicht, so konnten Opa und seine Freunde das Flugfeld betreten. Der Hangar, den man hier sieht, den gibt es heute nicht mehr. Er wurde durch eine neuere Halle ersetzt. 1935 erreichte die Luftschifffahrt mit Zeppelinen ihren Höhepunkt, als der damals zuverlässigste Zeppelin, LZ 127, hier zu sehen, mit seinen Weltumrundungen Menschen auf der ganzen Welt begeisterte. Zu der Zeit, als Opa und seine Freunde in Friedrichshafen waren, war hier gerade das größte Passagierluftschiff, die Hindenburg, im Bau. Damals waren die Zeppeline mit Wasserstoff gefüllt und das Ende der Luftschifffahrt markierte die Katastrophe der Hindenburg 1937. Die heutigen Luftschiffe sind mit Helium gefüllt und wesentlich kleiner. Während die Hindenburg fast 250 Meter lang war, ist der heutige Zeppelin NT nur 75 Meter lang, aber damit immer noch größer als ein heutiger Jumbojet. Der heutige Zeppelin NT bietet 14 Personen Platz und wird für Rundflüge eingesetzt. Zum Vergleich, die Luftschiffe der damaligen Zeit boten über 100 Personen Platz und wurden regelmäßig für Transatlantikflüge eingesetzt. Hier für euch auf jeden Fall nochmal Werftgebäude oder Hangar, Flugfeld mit einem Zeppelin, klein, und hier ist dieses Hangargelände. Das sind jetzt die letzten Meter bis zum See. Ich bin jetzt sehr dicht an dem alten Hafen und ich glaube, ich werde hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Stelle gut rekonstruieren können, wo ein Foto entstanden ist. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. So, ich schlender jetzt hier so am Hafen entlang von Friedrichshafen und das war ja auch eine tolle Geschichte, weil mein Opa hat mir erzählt, dass er mit dem letzten Geld, was sie hatten auf der Radtour, haben sie sich dann ein Boot gemietet in ihrem jugendlichen Leichtsinn und sind auf den See hinausgefahren. Und das könnte sein, dass es zum Beispiel dieser Bootsverleih war. Wer weiß, aber hier gibt es auf jeden Fall Bootsverleihe im Hafen. Und ich glaube, ich habe auch die Stelle gefunden. Ich vermute, dass da vorne, wo ein Foto entstanden ist, was ich jetzt gleich nochmal nachstellen möchte. Nach einigem Suchen fand ich dann die Stelle, an dem mein Großvater mit seinen Freunden vor 90 Jahren entspannt an der Uferpromenade gelehnt hatte. Seht selbst, wie erstaunlich wenig sich seitdem verändert hat. Bin ich schon wieder auf dem Weg raus aus Friedrichshafen. So, ja, nach der ganzen Fotonachstellaktion bin ich beeindruckt. Es sah echt noch so aus wie vor 90 Jahren. Also wer hätte das gedacht? Und jetzt fahre ich sogar noch mal an diesem Flugfeld vorbei. Also ich bin mir ziemlich sicher,
mittlerweile, dass das die Stelle gewesen sein muss, wo das Foto von dem Zeppelin-Hangar entstanden ist. So, vorbei nochmal an der Zeppelin-Werft, an dem Hangar. Liegt einfach absolut auf dem Weg, das muss das gewesen sein. Hier nochmal. Es fängt mittlerweile an zu tröpfeln. Ich glaube, heute Nachmittag wird eine Wasserschlacht. Jedenfalls nachdem mein Opa am Bodensee war, haben sie dann entschieden, nach Bayern Richtung München zu fahren. Und da fahre ich jetzt nach. Ab jetzt beginnt die Regenschlacht. Ja, heute warten noch mal schöne Berge auf mich. Ich weiß nicht, ob es von der Perspektive rüberkommt, aber hier geht es ziemlich steil bergauf. Vorbei an Obstplantagen. Nachmittags musste ich, wie erwartet, 4 bis 5 Stunden durch den Regen fahren und war entsprechend durchnässt. Ich entschied mich an diesem Tag nicht zu zelten, da ich sonst das Zelt im Regen hätte auf- und am nächsten Morgen wieder abbauen müssen, und ging stattdessen in ein Airbnb. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich stehe das erste Mal in München. Es ist heute eine absolute Wasserschlacht. Aber ich habe Rückenwind, also es könnte schlimmer sein. Und die Sonnencreme habe ich auf der Tour bisher auch noch nicht gebraucht. Also alles gut. Am äußersten Ende des Schwabenlandes gönnte ich mir an diesem Abend nochmal original schwäbische Käsespätzle. Und so ging dieser Tag zu Ende. Auf der 6. Etappe bin ich bei Ravensburg gestartet und dann direkt Richtung Bodensee gefahren. Wie ihr gesehen habt, an den Zeppelin-Hallen vorbei. Und dann direkt zum See, wo ich das Foto von meinem Großvater und seinen Freunden nachgestellt habe. Danach musste ich mich beeilen und der Nachmittag war wirklich eine fiese Regenschlacht. Ihr habt es gesehen, am Ende bin ich dann bei Aitrach an der Iller in einem Airbnb abgestiegen. Guten Morgen, nach meiner Nacht im Airbnb in Aitrach an der Iller fühle ich mich wunderbar ausgeschlafen. Es ist mittlerweile auch schon 8:45. Ich bin jetzt zurückgekehrt auf meinen Komoot-Track. Bayern, das Hammer. Das ist also das Ende vom Schwabenländle und willkommen Bayern. Ja, ansonsten ist ja heute Feiertag. Es ist Vatertag. Ich bin mal gespannt, wie viele Horden betrunkener Väter mir in Bayern über den Weg laufen. Keine Ahnung, wie das hier so Tradition ist. Aber das werden wir mal alles sehen. Wetter ist okay, also es soll nicht regnen. Insofern ist die Chance schon relativ hoch, dass auch Leute unterwegs sind heute. Betrunkene Väter mit Bollerwagen, wie es in vielen anderen Bundesländern üblich ist, traf ich an diesem Tag nicht. Allerdings traf ich das häufigeren Mal auf Prozessionen der Kirche, wie in diesem Bild zu sehen. Ich dachte erst, es handelt sich um Beerdigung und habe aus Anstand natürlich nicht gefilmt. Dies scheint aber in Bayern am Vatertag üblich zu sein. Die Sonne kommt raus, ja. Give me the sunshine. Das ist auf jeden Fall hier auch ein Paradies für Ornithologen. Was bist du denn für ein Bursche?
nachdem das gestern so windig war, legt sich so eine schöne Ruhe und Stille übers Land. Das ist wirklich heute herrlich, also ich genieße das. Es kommt sogar noch ein bisschen Sonne raus. Heute ist richtig schön. Hier in Bayern veränderte sich die Tier- und Pflanzenwelt zusehends. Gleich über den Lech. Ich glaube, der Lech geht ja auch an Augsburg vorbei. Eine spektakuläre Seite hier. Da hinten ist ein Wehr. Das sieht echt cool aus. Ich befinde mich jetzt im Anflug auf den Ammersee. Also noch 6 Kilometer ungefähr oder 7, dann bin ich da. In der Ferne sieht man den Ammersee. Ganz weit da vorne. So, Ziel erreicht für heute. Servus. Auf dem Zeltplatz. Tja. Kann das endlich mal trocknen hier. Die Sonne. Woran merkt man, dass man in Bayern ist? Richtig, an der zünftigen Musik.
Angesteckt von der bayerischen Lebensart ließ ich hier den Abend zünftig ausklingen. Und so ging mein Tag zu Ende. Nach der Regenschlacht vom Vortag ging es jetzt durch Bayern. Landschaftlich sehr schön, gab viel zu sehen. Es war ja Vatertag und es waren einige Prozessionen unterwegs. Interessant auch Bauernhöfe mit Lamas wie hier zu sehen. Konnte ich sehr die Natur genießen, aber ich habe mir da einfach straight den Weg gebahnt Richtung Ammersee. Hier nochmal ein Mittagessen bei Landsberg am Lech. Und dann auf einer schönen Zeltwiese habe ich das Zelt aufgebaut und bin dann das letzte Stück zum See gerollt. Guten Morgen, es ist 5 Uhr morgens. Heute fahre ich ein bisschen früher, weil ich noch meinen Zug in München kriegen muss. Ich habe da gestern mal geguckt und man braucht ja mal so eine Reservierung. Ich muss jetzt noch so eine Zeltplakette einschmeißen. Und ja, hier ist nochmal ein Blick auf den Campingplatz. Schwinge ich mich jetzt aufs Fahrrad und los geht's. Da rollt er wieder. Aber sehr am frühen Morgen. In der Dämmerung. Jetzt geht gleich die Sonne auf. Wie erwartet war es leider nicht möglich, das alte Bootshaus zu finden hier am Ammersee. Ich habe gestern noch ältere Leute gefragt, die hier wohnen und die sich auskennen, haben gesagt, nee, es gibt keine Häuser mehr auf dem See, die auch keinen Steg haben. Aber ich war gerade noch mal unten am Wasser und habe ein ähnliches Haus gefunden. Bin ganz froh, dass ich das zumindest dann auch noch mal festhalten konnte, sodass man ungefähr einen Vergleich hat. Aber wie gesagt, das hatte ich auch nicht erwartet, dass noch dieses Haus nach 90 Jahren steht. So, wir befinden mich jetzt auf dem Weg nach München. Ich werde gleich noch mal einmal kurz am See vorbei. Und dann muss ich heute ein bisschen Gas geben, denn ich werde um 9:50 Uhr vom Münchner Hauptbahnhof dann den Zug zurücknehmen. So, tschüss Ammersee. Das letzte Mal. Gleich hier nochmal dicht lang. Und dann geht's für mich hier lang. So, jetzt biege ich ein auf die Münchner Straße. Oh, das sieht auch alt aus. Gasthof zur Post. Hier ist Opa bestimmt auch lang gefahren. Münchner Straße. Ja. So langsam wird es städtischer. Ich roll jetzt hier nach München rein. Dieser Stadtteil heißt irgendwie Pasing. Die Straße hier heißt Bodenseestraße. Wie passend. Da komme ich ja her. So, mittlerweile 7 Uhr. Ich muss jetzt nochmal den Akku wechseln. Nach 37 Kilometern. Ich hatte gestern den einen Akku nicht mehr ganz aufgeladen. Aber jetzt fahre ich wieder mit einem ganz vollen Akku. Ich sag mal kurz, bis zum Siegestor noch 11 Kilometer. Und dann werde ich ein weiteres Foto nachstellen. Die Sonne. Da ist hier die Sonne. Noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Ich rolle durch das morgendliche München. Gibt's nochmal Kopfsteinpflaster. Ich fahre hier rauf. Das gebe ich mir jetzt nicht.
Here it is. Das Siegestor. Ziel. Geil. Bei der Betrachtung des Fotos von meinem Großvater fiel mir auch hier auf, dass sie wieder einen besonderen Winkel gewählt hatten. Sie hatten nämlich das Siegestor von hinten fotografiert. Daher musste ich erst zur Rückseite vom Siegestor fahren. So geht sie zu Ende, meine Süddeutschland-Tour. Mein Opa ist ja damals noch von hier aus die ganze Strecke zurückgefahren nach Hamm, über Würzburg und dann nördlich von Frankfurt an Friedberg vorbei, am Wartturm. Ja, ich habe nur eine Woche und bin froh, dass ich mein Ziel erreicht habe. Es war eine tolle Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich werde mich in knapp 2 Stunden in den Zug setzen und werde dann zurückfahren. Und dann habe ich auch noch mal Zeit, meine ganzen Eindrücke und Gedanken zu sammeln und zu sortieren.